Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Mohamed Masleh ist Chief Steward im größten Passagierflugzeug der Welt. Das ist mein absolut favorite Maschine, weil das ist so groß. Sein Arbeitsplatz? Die Suiten in der ersten Klasse. Wie ein Hotel, oder? Stilvoll, schlank und elegant. Sie gelten als Ikonen der Luftfahrt, die Flugbegleiterinnen von Singapore Airlines. Die Uniform heißt Kebaya auf Malaiisch. Es ist eine traditionelle Kostüm. Ihre Flugbegleiterausbildung ist die härteste weltweit. Wir können nicht so fett sein, wir müssen immer schlank sein, also genauso wie die Damen, ne? 160 Kurse in 15 Wochen mit Prüfungen, strenge Regeln für Service, Schminken und Frisuren. Nur 3 sind erlaubt. Pixie, Dude oder Bomb. Bitte schalten Sie... 8 Wochen Deutschunterricht intensiv mit Tests. Wir machen einen normalen Deutschtest und zusätzlich dazu eine Prüfung von Singapore Airlines. Sehr anspruchsvoll. Herzlich willkommen an Bord SQ326 nach Frankfurt. Mit Sarah und Masleh im größten Passagierflugzeug der Welt. Der Frankfurter Flughafen ist das Tor zur Welt. Täglich starten Flugzeuge zu 306 Zielen in 98 Ländern. Der Airport verbindet Menschen und Kulturen. Jeden Tag ist die Welt zu Besuch im Terminal. Wer genau hinschaut, kann sie entdecken. Piloten und Flugbegleiter von fast allen Kontinenten. Asien, Afrika, Amerika und Europa. Die Luftfahrt ist bunt. 94 Fluggesellschaften fliegen nach Frankfurt und jede hat ihre eigene Uniform. Zum Beispiel Hongkong, Wien, Katar, Seoul, Hanoi, Ulaanbaatar, Dubai und London. Bei dieser Airline dürfen Männer sogar Röcke tragen. Doch seit 52 Jahren zählen sie zu den Popstars der Lüfte. Stilvoll, schlank und elegant, die Flugbegleiterinnen aus Singapur. 10.000 Kilometer entfernt liegt der Insel- und Stadtstaat, nur zweimal so groß wie Bremen. In der Nähe des Flughafens ist die Zentrale von Singapore Airlines mit Stewardessenschule, eine der härtesten weltweit. Auch nach der Ausbildung müssen die Flugbegleiter jedes Jahr zum Servicetraining und wer nach Deutschland fliegt, kann Deutsch lernen, wie Mohamed Masleh. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an Bord SQ326 nach Frankfurt. Mein Name ist Masleh und ich bin Ihr deutschsprachiger Chief Steward auf diesem Flug. Bitte wenden Sie sich an mich oder an unsere deutsch sprechende Chief Stewardess Sarah, wenn Sie Hilfe brauchen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Okay, SQ, was hast du gesagt? SQ3? 326. Ah, 326, genau. Ja. Und dann hast du gesagt, wir begrüßen. begrüßen mit Ü. Begrüßen. Ü, nicht U, sondern Ü, begrüßen. Okay, nochmal. Kein Problem, gut. Ist es schwierig, Deutsch zu sprechen? Am Anfang ja, das ist schwierig. Also ich habe, wann war das? 96 angefangen und mit die Dativ, Akkusativ, Genitiv. Das macht keinen Spaß eigentlich. Das ist so schwierig. Aber langsam, das geht. Ja, ist gut. Also wir fangen wieder an. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an Bord SQ326 nach Frankfurt. Wir begrüßen herzlich die Passagiere unserer Star Alliance Partner. Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte jetzt in den Flugmodus. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Sehr gut. Gut gemacht. Ja, danke. Ich bin Ute Hartmann und ich arbeite für das Goethe-Institut Singapur. Und wir unterrichten die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen von Singapore Airlines in Deutsch seit über 30 Jahren, also schon sehr, sehr lange. In wenigen Minuten erwarten wir Turbulenzen
die etwa... Deutsch ist eine schwierige Sprache und die müssen das sehr schnell lernen. Die lernen das in 8 Wochen. Die Grundinformationen lernen sie in 8 Wochen intensiv bei uns im Goethe-Institut und den ganzen Tag von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Das ist wirklich sehr anstrengend, sehr viel Vokabular, sehr viel Grammatik und besonders für die Flugbegleiter, weil es hier hauptsächlich ums Sprechen geht, die Aussprache, die Sprachmelodie. Also es ist eine noch mal größere Herausforderung als für einen normalen Sprachlerner. Der Kapitän hat uns gerade aufgefordert, dass Flugbegleiter und Passagiere sich sofort setzen. Die machen am Ende ihrer 8-wöchigen Ausbildung einen normalen Deutschtest und zusätzlich dazu eine Prüfung von Singapore Airlines, die sich auf die Situationen an Bord bezieht. Und danach müssen sie jedes Jahr wieder zu uns kommen für einen Auffrischungskurs und für einen jährlichen Test. Sehr anspruchsvoll. Wer bei dieser Airline arbeiten will, darf weder blond, rothaarig oder blauäugig sein. Nur Bewerber aus asiatischen Ländern mit dunklen Haaren haben eine Chance. Einstellungsvoraussetzung seit 52 Jahren. 1972 wird Singapore Airlines gegründet. Frankfurt ist eines der ersten Ziele mit einer Boeing 707. 1972 ist auch die Geburtsstunde der sogenannten Singapore Girls, dem Markenzeichen der Airline. Erkennbar am grazilen Auftritt, am Dauerlächeln und natürlich an der Dienstkleidung. Bis heute unverändert. Die Anforderungen, die an Singapurs weltbekannte Stewardessen gestellt werden, sind immens. Die Vorschriften streng, der Aufwand weltweit einmalig. Die Ausbildung dauert 4 Monate. Sie ist doppelt so lang wie bei vielen anderen Airlines. Die 8 Wochen Deutschunterricht kommen noch obendrauf. Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte jetzt in den Flugmodus. Bitte wenden Sie sich an mich oder an unsere deutsch sprechende Flugbegleiterin, Chief Stewardess Sarah. Mein Name ist Sarah. Ich bin eine deutschsprachige Flugbegleiterin bei Singapore Airlines. Und jetzt muss ich die Ansage machen. Und Du machst es super. Dankeschön. Willkommen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, solange das Anschnallzeichen an ist. Seien Sie beim Öffnen der Gepäckfächer vorsichtig und vergessen Sie nicht an Ihrem Sitz. Es war eine Freude, Sie auf diesem Flug zu begleiten. Auf Wiedersehen. Vergessen. Vergessen. Vergessen ist ein kurzes Vergessen. Vergessen. Vergessen Sie nichts. Vergessen Sie nichts. 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 Nochmal, sag's nochmal. Vergessen Sie nichts. Mach einmal so. Okay. Vergessen Sie nichts. 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 Ja. Nichts. Mach mal die ganze Ansage nochmal. Willkommen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, solange das Anschnallzeichen an ist. Seien Sie beim Öffnen der Gepäckfächer vorsichtig und vergessen Sie nichts an Ihrem Sitz. Es war eine Freude, Sie auf diesem Flug zu begleiten. Auf Wiedersehen. Das war viel schöner. Dankeschön. Yay. Okay. Sarah Johari hat ihre Ausbildung 2001 abgeschlossen. Mittlerweile ist sie 2 Ränge aufgestiegen und trägt nicht mehr die blaue Uniform. Jetzt bin ich Chief Stewardess. Ich trage diese rote Uniform beim Singapore Airlines. Und ich bin auch eine deutschsprachige Flugbegleiterin. Fast 20 Jahre. Die verschiedenen Farben stehen für den Dienstrang. Rot für Chief Stewardess, grün tragen die leitenden Stewardessen und blau die Flugbegleiterinnen. 5000 junge Frauen und Männer bewerben sich jedes Jahr. In einem Vorgespräch werden soziale Kompetenzen, Englischkenntnisse und Aussehen gecheckt. Erst dann beginnt das Training in den nachgebauten Kabinen. Nur 1000 Kandidaten bestehen diesen Vorentscheid. Für Sarah und Masley ist der Sprachkurs beendet. Sie gehen in die City. Singapur zählt zu den reichsten Ländern der Welt mit fast 6 Millionen Einwohnern und 11 Millionen Touristen jährlich.
Im Finanzviertel sind die meisten Bars und Restaurants. Auch Deutsche. Ein Treffpunkt für Flugbegleiter. Deutschkurs mal anders. Mit Döner, Königsberger Klopse und Bratwurst. Wow. Lass es dir gut schmecken. Guten Appetit. Einmal im Monat halten sie ihren Stammtisch, reden Deutsch und planen ihren Aufenthalt in Germany. Masley hat viele Freunde in Frankfurt. Ich habe auch in Deutschland gelebt, in Frankfurt, und das war 96. Ich treffe mich mit Freunden und auch manchmal mit den Crew. Und wenn die Gelegenheit gibt, gehe ich auch ab und zu auch zum Sport, zu Pilates. Ja. Aber nur in Deutschland auch, ne? Der ist okay. Sarah sucht die Ruhe nach dem Flug. Normalerweise gehe ich zum Yoga. Sophie Sager ist Deutschlehrerin. Sie ist bei jedem Stammtisch mit dabei. Sie sorgt dafür, dass der Dativ, nicht dem Genitiv, sein Tod bedeutet. Es tut dem Deutschlernen natürlich sehr gut, wenn man sich auch mal außerhalb der Arbeit trifft und einfach mal ein bisschen freier sprechen kann. Es gibt keinen Druck, dass man keine Fehler machen darf, etc. Und ich glaube, das weckt einfach auch Interesse an der Sprache und an der Kultur. Daher sehr wichtig. Und was ist dein Lieblingswort von alle unserer Ansage? Es gibt auf jeden Fall. Fensterverdunkelung. Das war einfach Ein Wort in Deutsch. Fensterverdunkelung? Oder? Wir haben das geändert. Das ist jetzt die Fensterblende. Ja, also wenn man das Fenster zumacht im Flugzeug. Dieser Flugbegleiter liebt deutsche Wörter mit Zischlauten. Zusätzlicher Unterricht. Nach 2 Stunden ist der Deutschkurs mit Currywurst beendet. Morgen gibt's Langstrecke. 1, 2, 3. Sie müssen früh raus. Let's say Käse. Käse. 17 Kilometer östlich der City liegt der Changi Airport. Ein Flughafen mit Wasserfall, Bäumen und Gärten in den 4 Terminals und mit bis zu 59 Millionen Passagieren pro Jahr. Hier ist auch das Operations Control Center für die Flugbegleiter. Masley und Sarah fliegen heute nach Frankfurt im größten Passagierflugzeug der Welt. Also normalerweise, wir müssen 2 Stunden vor dem Flug reporten. Aber heute, weil es der A380 und natürlich komme ich 3 Stunden vor dem Flug. 471 Sitzplätze hat der Flieger. Ziemlich voll, besonders in Business Class ist voll. Aber es gibt noch ein paar Plätze in Eco. Also ja, es gibt, ich glaube, noch 30 Plätze oder so. Aber in Premium Eco ist es voll heute, komplett voll. Sarah und ihre Kollegen checken die Passagierlisten. Sind Rollstuhlfahrer an Bord? Kinder? Wir sammeln die Informationen über Passagiere, über Mahlzeit, spezielle Mahlzeit und so weiter für die Passagiere. Und dann in dem Briefing wir verteilen über diese Informationen zu unseren Kollegen. Wo wirst du sein? Wo arbeitest du heute? Keine Ahnung, vielleicht Business Class. Die Einteilung folgt später im Briefing. Nur Masley weiß, wo er heute arbeiten wird, in den Suiten. Wir müssen eine Ausbildung machen für die Suite Class, weil das ist wie ein Hotel eigentlich. Ich werde Ihnen später zeigen, also wie das ist ja, auf dem Flug. Wie bei anderen Airlines auch, müssen die Flugbegleiterinnen geschminkt und in Uniform zum Dienst erscheinen. Die Uniform heißt Kebaya auf Malaiisch. Es ist eine traditionelle Kostüm, Malaiisch Kostüm. Ein Rock mit Bluse aus Seide, entworfen 1968. Der Designer heißt Pierre Balmain. Er ist sehr berühmt mit diesem Fashion Design und er hat unsere Kebaya designt. In 4 Farben.
Neben Blau, Grün und Rot gibt es noch eine lila Uniform. Sie trägt die Kabinenchefin an Bord. Sarah wird sie jetzt treffen. Ich gehe zu die Briefing Room, wo wir haben diese Pre-Flight Briefing für den Flug nach Frankfurt. Hi, morning. Das Briefing ist ohne Piloten. Den Kontakt zum Cockpit hat nur die Kabinenchefin. Morning. Hi. Good morning, Elaine. Good morning, Elaine. Yes. Morning, Elaine. Morning, Hi, Elaine. Hi, Elaine. Das ist Tradition, also wir stellen uns vor dem Flug, damit wir uns wissen, wie unsere Kollegen heißen. Ja. Und sie ist jetzt die Chefin, ne? Sie ist die Chefin, also die In-Flight Manager. Und wir sind die Chief Stewardess. Hallo Helene, Masli hier, nice to meet you. Thank you. Ja. Good morning, everyone. Good morning. So we are going to Frankfurt. Yes. Excited? Yes. Shall we start with what position first? Die In-Flight-Managerin teilt die Crew ein. Wer arbeitet wo im Flieger? Thank you, Elaine. J5, Kai Bundli. J3, Thank you. Masli. Ja, Sweet Class, thank you. 25 Flugbegleiter arbeiten auf dem A380. Danke, thank you. Bis später. Besprochen werden professionelles Auftreten, Passagierlisten und Notfallpläne. Nach einer Stunde ist das Briefing beendet. Tschüss, bye. Sie schreiten wie Models auf dem Laufsteg, ganz nach Vorschrift, im Flughafen und an Bord. Nach Frankfurt, yay! Wir freuen uns auf Frankfurt. Also wir haben schon viel geplant, was wir machen in Frankfurt. Also es wird ein langer Flug, aber wir wissen noch nicht, wie lange. Aber der Kapitän wird später uns Bescheid geben, ob das 12 Stunden oder 13 Stunden. Aber ja, es wird ein angenehmer Flug. Was wünscht ihr euch? 12 oder 13 Stunden? 12, 13, das ist egal. Also wir sind schon gewohnt, aber ja. Masli und Sarah sind regelmäßig im A380 unterwegs. Nach Australien, Indien, China, Japan, England und Deutschland. Okay, guys, 12:55. Going to Frankfurt. You will take us 12:55. Der Flieger ist vor einer Stunde gelandet aus Sydney. Sarah betreut die Business Class im Upper Deck. Gemeinsam mit Masli ist sie für die Arbeitsvorgänge in der Kabine verantwortlich und für alle Flugbegleiter an Bord. Die Putztrupps sind fast fertig. Doch ihr Kollege hat schlechte Nachrichten. Sitz 18a klemmt. Sie brauchen schnell einen Techniker. Sarah muss ihre Chefin informieren, die In-Flight-Managerin in der lila Kebaya. Auch Masli hat Stress. Decken und Kissen fehlen noch in den Suiten und die Hiobsbotschaft kommt per Durchsage von der In-Flight-Managerin. Noch ein Sitz ist defekt. Ausgerechnet in der Suitenklasse. Ja, 2A. 2A, das funktioniert nicht. Also deshalb muss ich jetzt später anschauen, ob das wieder in Ordnung. Ja. Technik. Genau, Technik. Ja. Auch ein Fall für den Techniker. Das ist wichtig, weil das, wie ich gesagt habe, das ist ein Luxusklasse, also das Suite Class. Und das ist wichtig, dass alles funktioniert. Aber sonst, ja, das geht nicht. Ein Ticket in der Suite kostet bis zu 11.000 € für einen Hin- und Rückflug. Der Techniker ist an Bord. In 45 Minuten wollen die Piloten starten. Die Business ist ausgebucht. Wohin mit dem Fluggast, wenn der Sitz defekt ist? 6.000 € hat er dafür bezahlt. Wie steht's um den Sitz? Will Sarah wissen. Okay, so currently cannot do electronically, so yeah, it's for Der Techniker braucht ein Ersatzteil. Das muss so schnell wie möglich zum Flieger.
In 35 Minuten ist Boarding. Sarah ist sich sicher, der Sitz wird nicht ausfallen. Hopefully nicht. Yeah, so the engineer makes magic, hopefully. Der Techniker zaubert hoffentlich, sagt sie, und muss weiter die Kabine checken, genauso wie Masley. Ja, also ich muss auch überprüfen, ob die Sitze alles funktioniert. Ja, wenn alles funktioniert, ist okay. Du musst jetzt bei jeder Suite machen? Ja, genau, bei jeder. Und auch die Fernseher und das auch hier, wir müssen das auch überprüfen, ob alles sauber ist. Wenn alles sauber ist, wenn nicht, dann ich sage Bescheid. Alles muss blitzeblank sein, vom Orchideenblatt bis zum Bett. Das ist ein Doppelbett. Das ist ein Ehepaar oder so. Also ich muss auch alles prüfen. Der Fluggast duldet keine Unannehmlichkeiten in dieser Preisklasse. Marilyn, I think probably it's going to be a couple here, two couples. So what we'll do is we'll just bring up the divider first, okay? Okay. Und dann, wenn sie kommen, dann können wir das alles unter. Das Wetter hier macht mich fertig. Also es ist so heiß hier, so warm. 12 ihrer 19 A380 hat die Airline wieder reaktiviert seit dem Ende der Pandemie. Für Masley ein wahrer Glücksfall. Ja, oh ja, das ist mein absolut favorite Maschine, weil das ist so groß und ja, also am Anfang das ist ein bisschen zu groß, aber jetzt langsam, also für mich das ist gut, weil hier arbeite ich, wenn ich in Suite Class arbeite, es gibt nur sechs Passagiere. Sitz 18a in der Business Class ist immer noch defekt. Sarah läuft langsam die Zeit davon. Sitz wieder heile? Es ist nicht gut. The seat is not working. Okay, the engineer says the engineer is coming up. Wo ist der Techniker, will Sarah wissen. In der Suite Class, sagt die Kollegin. Er repariert Sitz 2a. Und schon kommt Masley mit guten Nachrichten. Also die 2a, alles in Ordnung. Oh, okay. Gott sei Dank, also wirklich. Gott sei Dank. Ja, also ich habe alles geprüft und alles, das geht. Ja. Yes, den Sitzplatz 18a ist. Jetzt versucht der Techniker, Sitz 18a in Gang zu bringen. Die In-Flight-Managerin checkt die Lage. Sie möchte mit dem Boarding beginnen. Sie will keine Verspätungen. In 30 Minuten soll der Flieger abheben. Von der Vorspeise bis zum Nachtisch. Mehr als 1200 Essen sind an Bord. 28 wieder. Okay. Okay, all the catering okay? Trays, all accounted for, yeah? Everything is on the Okay. Getränke, Porzellan und Speisen sind verstaut. Auch die Kabine ist gereinigt. Bereit fürs Boarding? Fast. Hopefully fast. Nur Sitz 18a macht noch Probleme und Masley die Hitze. Ich stehe hier, weil da ist dieser Fan-Ventilator. Ich muss mich abkühlen. Also wie gesagt, das Wetter hier ist so warm und mit unserer Uniform, das kann ein bisschen, ja. Darfst du die ausziehen, die Jacke? Nee, ich darf nicht. Weil Ganzen Flug? Ja, ganzen Flug muss ich das tragen. Also nur wenn ich in die Pause gehe, dann darf ich meine Jacke oder bei das Essen Vorbereitung kann ich das ausziehen. Aber sonst... Die Damen haben ja unterschiedliche Farben, das Genau. ist bei euch Männern ja auch, ne? Ja, Männer auch. Also ich habe die rote Krawatte, das heißt, ich bin der Chief Steward. Und es gibt auch die grüne Krawatte. Grüne Krawatte, das ist die Leading Steward. Und die blaue Krawatte, das ist die normale Flight Steward. Ja. Und dann für die In-Flight Manager die lila Farbe Krawatte. Ja. Okay, so I mentioned, right, the two of you just focus on taking the drinks. So earlier on, during the so-called pseudo-briefing. Briefing mit Sarah und ihren Kolleginnen. Sie besprechen den Service nach dem Start und welcher Gast schon per Mail Sonderwünsche angemeldet hat. Noch 15 Minuten bis zum Start. Guten Tag, herzlich willkommen. Gehen Sie geradeaus und dann nach rechts bitte. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Hallo, cross it right. Hallo. Trotz der kleinen Pannen, das Boarding beginnt pünktlich. Champagner zur Begrüßung, wobei sich ein Gast wohl mehr über Masleys Durchsage freuen wird.
Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein Mobiltelefon ist gefunden worden. Wenn diese Gegenstände Ihnen gehört, melden Sie sich bitte bei unserem Kabinenpersonal. Vielen Dank. So, jemand hat ein Handy verloren, also deshalb muss ich die Ansage machen. Also vielleicht kommt später der Besitzer von dem Handy. Hello, welcome back, sir. Was macht eigentlich Sitz 18a? Es ist alles in Ordnung. Ja, Gott sei Dank. Ja, die Ingenieur hat gut gemacht. Ich muss Yoga gehen nach der Landung. Okay, jetzt alles final. Also ich habe genau, das ist alles jetzt final. Sarah meldet Boarding completed. Alle Passagiere sitzen auf ihren Plätzen. Bye, see you. Bye. Abregdoktos. Right, what else was? So I'm gonna give the towels now. Marsley ist jetzt nur noch für seine Gäste in den Suiten da. Ihre Namen hat er schon auswendig gelernt. Ich würde jetzt alle meine Suite-Class-Passagiere begrüßen. 5 Personen betreut er heute. 3 Einzelgäste und ein Ehepaar. Very good morning, ladies and gentlemen. Good morning, this is your captain speaking. My name is David Lai. Together with my crew, a warm welcome aboard Singapore Airlines Flight SQ326 from Singapore to Frankfurt. Nach der Begrüßung des Kapitäns folgt die Durchsage der Leading Stewardess. Sie macht jetzt die englische Ansage und dann muss ich jetzt die Ansage machen auf Deutsch. Are our German-speaking crew if you require assistance. We wish you a pleasant flight. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an Bord SQ326 nach Frankfurt. Wir begrüßen herzlich die Passagiere unserer Star Alliance Partner. Mein Name ist Masli und ich bin Ihr deutschsprachiger Flugbegleiter auf diesem Flug. Bitte wenden Sie sich an mich und an unsere deutsch sprechende Flugbegleiterin Sarah, wenn Sie Hilfe brauchen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. War doch gut, oder? Ja, danke. Your life vest is under your seat. Slip the life vest over your head and bring the waist strap around your waist. Meine Damen und Herren, bitte schließen Sie Ihren Sicherheitsgurt und öffnen Sie die Fensterverdunklung. Vielen Dank. Drei Start- und Landebahnen hat der Flughafen und mehr als 900 Flugbewegungen pro Tag. Frankfurt hat 1200. Noch 12,5 Stunden bis Frankfurt. ...20 Minuten später hat der Airbus die Reiseflughöhe von 10 Kilometern erreicht. Zeit für den ersten Service. Egal, wer welche Uniformfarbe trägt, alle müssen jetzt mit anpacken. Und jetzt mache ich alle heiße Getränke und meine Kollegen die anderen Getränke. Schminken nur nach Vorschrift. 2 Varianten sind erlaubt: blauer Lidschatten oder leichter Braunton. Finger- und Fußnägel müssen lackiert sein. Auch hier ist die Farbe vorgegeben. Das ist Vorschrift und es ist erforderlich, wir diese richtigen Farben haben, wenn wir unsere Uniform tragen. Ja, für jedes Flug. Jetzt mache ich Cappuccino. Gefärbte Augenbrauen sind tabu. Künstliche Wimpern ebenfalls. Als Appetithäppchen präsentieren die Damen eine lokale Spezialität:
warme Hühnchenspieße. Das ist typisch Singaporean. Es heißt Singapore famous chicken satay. Und hier ist die famous Singapore chicken satay with peanut sauce. The snooze sauce. Shall we? Ja. Angerichtet wird nach Vorschrift, so wie sie es gelernt haben in der Stewardessenschule in Singapur. Den Gästen in den Suiten servieren sie ein anderes Kaliber. Standard, sagt Marsley und checkt das Gedeck. Ich mache das, damit es alles sauber und es gibt keinen Fleck oder so. Also das ist in Suite Class natürlich alles muss sorgfältig, also wirklich tipptopp sein. Übrigens auch für die Männer gelten strenge Regeln. Übergewicht mag der Arbeitgeber nicht. Ja, also wir müssen nicht mehr als 25 BMI, also dieser Body Mass Index. Wir können nicht so fett sein, also wir müssen immer schlank sein, also genauso wie die Damen. Das ist die Image für die Singapore Airlines. Und was wäre jetzt, wenn du jetzt zu viel hättest? Wird man dich dann nicht mehr einteilen, oder? Also das hängt davon ab. Also manchmal kannst du nicht mehr fliegen, also du musst am Boden bleiben und dann bis man wirklich fit ist oder so. Und dann, wenn alles gut aussieht, darf man wieder fliegen. 8000 Flugbegleiter arbeiten bei der Airline. 40% davon sind Männer. Doch das Zeug zur Ikone haben sie nicht. Diese Rolle bleibt den Kolleginnen vorbehalten. Seit 1993 stehen sie auch im Londoner Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Ob Sandalen oder halboffene Schuhe, alles passt farblich zur Uniform. Nach dem Start, man muss diese Safety Shoe tauschen zu dieser Sandal, aber es ist auch erlaubt, wenn man die ganzen Flug tragen. Für mich ist es bequemer. Die Kebayas sind maßgeschneidert. Wer plötzlich eine größere braucht, fällt auf. Wir haben eine spezielle Schneider von der Airline und dann jedes Jahr bekommen wir 4 Stücke Kebaya. Ja, neue Stücke. Ja. Yes. Sogar die Haarlänge ist geregelt. Alles, was schulterlang und länger ist, muss geformt werden. Es gibt 3 Haare-Stil. Kurze Haare wie meine Haare, ein Pixie, oder lange Haare muss die Flugbegleiterin ein Dutt machen. Und dann auch ein Bob, wie meine Kollegin hier. Pixie, Dutt oder Bob. Ja. Auch Männer müssen kurze Haare tragen. Und Parfüms sind nur dezent erlaubt. Zurück zu Marsley. Er muss die Suitentoiletten reinigen, jedes Mal, wenn ein Gast sie verlassen hat. Wenn die Passagiere von der Toilette auskommen, müssen wir sofort sauber machen. Ich gucke mal, ob das schön sauber ist. Also wie zum Beispiel muss ich sauber machen. In den anderen 3 Klassen müssen die Flugbegleiter auch die Toiletten putzen. Alle 45 Minuten. Alles, kein Fleck und alle. So, ich würde das machen. Ja, jemand hat das hier gelassen. Und ja, das ist ein Luxusklasse. Also alles muss sehr tipptopp sein. Deshalb. Und auch ob alles okay ist. Wenn alles okay ist, dann gehe ich wieder raus. Ein bisschen Sprüh. Erfrischungsspray. Ja, und dann fertig. Hygiene. Marsley ist 53. In 10 Jahren ist für ihn Schluss. Ansage der Airline. Frauen müssen schon mit 53 aufhören. Sie finden dann oft nur noch Gelegenheitsjobs. Wer Glück hat, wird Servicechef im Restaurant.
Thanks a lot. Masley liebt das Reisen. Seit seinem 21. Lebensjahr arbeitet er bei der Airline. Und dann jetzt 32 Jahre, das ist unglaublich. Aber das macht noch viel Spaß. Also wie gesagt, ich habe auch viele Freunde, also in Deutschland, in Australien, in Neuseeland, also fast überall. Und das ist auch gut, immer wenn ich, zum Beispiel wenn ich nach Frankfurt fliege, ich treffe mich mit Freunden von mir. Und auch nach München, auch in New York. Ja, alle gute Freunde wirklich. Briefing für den Hauptgang. Und wieder ist alles geregelt. Die Anordnung der Speisen, die Art des Servierens, nichts wird dem Zufall überlassen, haben sie gelernt in den 160 Kursen ihrer Ausbildung mit einem klaren Ziel vor Augen. Ein Teamwork, yeah. Okay, where's the others? In 10 Minuten wollen sie mit der Essensausgabe beginnen. Ein 5-Gänge-Menü für die Business- und für die Suitengäste. Zur Auswahl stehen Rinderfilet, Hummer und eine Spezialität aus der japanischen Küche. Beef yakiniku. Beef yakiniku. Und das ist Fisch mit Nudeln, das ist für unser Cockpit-Crew, unser Kapitän, der sitzt auch in der Business Class. Also wir müssen auch servieren, natürlich. Die Cockpit müssen auch essen. Sie gehen dann langsam. Also er sitzt in der Business Class. Sorry, Sarah, darf ich bitte durchgehen? Jeder Pilot bekommt ein anderes Essen. Sie dürfen nicht das gleiche verzehren, falls etwas schief läuft mit dem Magen. 3 Piloten sitzen im Cockpit wegen der langen Route. Sie werden sich abwechseln. Sarah wollte Meeresbiologie studieren, doch die Liebe zum Reisen war größer. Aber es ist gut. Und so wurde sie Flugbegleiterin. Love it. I get to travel the world for free. What do you need? EG, apple please. EG bitter lemon and 7-Up. Die Gäste in den Suiten sind versorgt, genießen ihr Dinner. Zeit für Masley, seine Kollegen im Main Deck zu unterstützen, mit 387 Passagieren in der Economy und Premium Economy. Selbstbewusstsein trainieren die Flugbegleiter auch, während ihrer Ausbildung ebenso Selbstverteidigung. Wenn nötig, kann das elegante Personal auch ganz anders. Masleys Kollegen waren schnell. Alle Menüs sind schon verteilt. Ich gehe wieder nach oben. Ja. Die Gäste in den Suiten möchten schlafen. Er muss die Betten machen. So, das ist jetzt die 2 Betten hier. Hier schläft ein Ehepaar aus Deutschland. Ja, genau. Wie ein Hotel, oder? Auch die Besatzung hat Pausen. Yoga. Bis zu 3 Stunden auf diesem langen Flug. Dafür haben sie einen extra Raum, den sogenannten Crew Rest, hinten im Flieger, mit 12 Betten. Ja, wir können wirklich gut schlafen. Das ist ein 2-Meter-Bett. Da könnt ihr euch auch wieder stylen, damit ihr wieder so gut aussieht? Nee, leider müssen wir auf die Toilette gehen. Ja. Aber ihr müsst ja wieder, auch die Frauen, sich wieder so stylen. Ja, also für mich auch. Also wir gucken immer an den Spiegel, ob alles noch in Ordnung ist. Weil wir müssen immer gut geschminkt, also für die Frauen und für die Herren, das alle die Haare bleibt noch, ja, wie die 3 Wettertaff. Seit 10 Stunden sind sie im Flieger unterwegs. Und sie lächeln unermüdlich. Nein, nicht müde. Alles gut. Ja, more power. Und dann, wenn wir im Hotel sind und dann fertig, wirklich kaputt. Zwei Stunden vor der Ankunft servieren die Flugbegleiter noch eine warme Mahlzeit. Dann müssen sie die Kabine für die Landung vorbereiten. So jetzt in 30 Minuten landen wir in Frankfurt. Ich freue mich schon.
Das Grundgehalt ist, wie in der Branche üblich, gering. Circa 25.000 € jährlich. Hinzu kommen noch Zuschläge für Langstreckenflüge, Übernachtungen, Essen und Kleidung. Dann kann der Lohn fast doppelt so hoch ausfallen. Und wer Karriere macht, zum Beispiel als Chief Steward wie Sarah und Masley, verdient deutlich mehr. Meine Damen und Herren, zur Landung kehren Sie bitte an Ihren Platz zurück, stellen Sie Ihre Rückenlehne senkrecht und schließen Sie Ihren Sicherheitsgurt. Bitte merken Sie sich die Lage der Notausgänge. Vielen Dank. Die 13 Stunden nach Frankfurt sind für Masley fast schon Kurzstrecke. Denn er fliegt regelmäßig den längsten Non-Stop-Flug der Welt in diesem umgebauten Airbus A350. Singapur nach New York, das dauert 19 Stunden. Das ist wirklich anstrengend. Und ich bin schon ein paar Mal mit diesem Flug geflogen. Also die 2 Tage in New York habe ich nur geschlafen. Apropos Schlafen, seine Gäste müssen aus den Federn. Landeanflug im Bett ist verboten. Noch 25 Minuten bis Frankfurt. Meine Damen und Herren, alle elektronischen Geräte müssen jetzt in den Flugmodus geschaltet werden. Vielen Dank. Was machst du jetzt in Frankfurt? Oh. Also erst ins Hotel, duschen und dann gehen wir feiern. Nee, der Abend ist noch früh. Also ja, also wir haben schon geplant, dass wir alle zusammen, wir gehen essen in ein italienischen Restaurant. Und ich weiß schon, dass jetzt die Spargelzeit. Vielleicht morgen mal gucken. Ich möchte gerne Spargel essen. Das ist mein Lieblingsgericht. Also auf jeden Fall Spargel mit Hollandaise-Sauce. Also Spargelzeit. Sarah will heute noch Yoga machen. Morgen ist ein neues Tag. Masley und ich werden mit einer Freundin von uns Abendessen zusammen. Ja. Und dann geht's übermorgen wieder zurück. Ja, genau. Abend. Ja. Okay, danke schön. In 15 Minuten ist Landung, melden die Piloten. Cabin crew, second cabin for landing. Meine Damen und Herren, bitte überprüfen Sie, ob Ihre Sicherheitsgurte für die Landung geschlossen sind. Vielen Dank. Sind. Willkommen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, solange das Anschnallzeichen an ist. Seien Sie beim Öffnen der Gepäckfächer vorsichtig und vergessen Sie nichts an Ihren Sitz. Good evening, ladies and gentlemen. This is Singapore Airlines Ground South Carolina speaking. We'd like to welcome all passengers. Hallo Ines. All passengers connected. Bodenpersonal, Techniker und Putzkolonne stehen bereit. In 2 Stunden soll der A380 zurückfliegen. Sie können schon aussteigen, ja bitte. Danke. Bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nach 3 Stunden Briefing in Singapur und 13 Stunden Flug haben sie Feierabend. Alles war schön, obwohl ein bisschen lang, aber gut. Ja, ich bin glücklich, aber mir ist kalt, muss ich die Topcoat tragen. Auf Wiedersehen. Das war so schön. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja, eine gute Aufenthalt.